Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Ich entwickle Spiele und ich mache ab und zu hier Tutorials, vor allem mit Unity, JavaScript auch, ab und zu auch mal Arduino. Wenn du da Lust drauf hast, dranbleiben willst, kannst du gerne oder würde ich mich freuen, wenn du Abo dalässt. Also worum geht es heute? Heute geht es um Enums in Unity. Du kennst bestimmt schon Enums verwendet als Zusammenstellung, als Liste von Konstanten. Also das heißt, ich habe die Möglichkeit, also aus einem Enum mit bestimmten Werten, also einen auszusuchen. Zum Beispiel, jetzt habe ich hier dieses Player-Weapon gerade als Beispiel und ich kann jetzt entweder Knife oder Pistol oder Gun, also immer nur einen Wert. Ein Enum ist also in diesem Fall eine Zusammenstellung aus Konstanten. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Dass es hier also eine Liste von Werten gibt, die einen Namen haben und dann jeweils ist ein Wert zugeordnet. Man muss also hier nicht unterscheiden, irgendwas machen mit ist gleich 0 oder ist gleich 1 oder ist gleich 2, sondern man kann eben ganz bequem über den Namen Vergleiche anstellen. Hier unten ist das kurz aufgezeichnet, also ich kann dann Player Weapon ist gleich Weapon Pistol und dann eben, wenn die Bedingung erfüllt ist, wenn es True ist, irgendwas tun zuweisen, kann ich es ebenfalls einfach über diesen Wert von dem Enum. Das ist also eine ganz praktische Geschichte auf die Art und Weise, aber vielleicht kennst du die andere Art, wie man noch mit Enums arbeiten kann, noch nicht. Also es geht in diesem Tutorial hauptsächlich darum, wie man Enums mit einer Mehrfachauswahl hinbekommt. Ich habe jetzt hier auch noch ein Beispiel mit Mehrfachauswahl. Ich starte das Ganze mal. Hier oben, das war mit Konstanten, das hatten wir gerade schon besprochen. Da kann man jetzt zum Beispiel den Wert Pistol setzen, dann wird der hier angezeigt. Wir gucken uns das dahinterliegende Programm nachher nochmal kurz an, ist nicht ganz so wichtig jetzt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, mehrere auszuwählen. Also ich kann jetzt hergehen und kann hier also Sword und dann wird hier alles ausgewählt. Jetzt werden auch alle angezeigt. Messer, Schwert, Pistole und Gewehr. Und die können eben entsprechend gesetzt werden und verglichen werden. Und wie das Ganze funktioniert, gucken wir uns jetzt noch mal kurz in dem Dokument von eben an. Wir brauchen dazu das Attribut Flex von System. Und dieses Flex sagt, dass das Enum nicht als Liste von Konstanten behandelt wird, sondern als Bitfeld. Was heißt Bitfeld? Das habe ich hier unten mal versucht ein bisschen darzustellen. Also man kann ja Zahlen als Dezimalzahl schreiben oder auch als Dualzahl oder noch andere Zahlensysteme, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Also der erste Wert hier oben, das ist eine 0 als Dezimalzahl, als Dualzahl ausgedrückt, wäre das also 0000 und in ihnen ist es dann Weapon Multipunkt None. Da ist eben die Dualzahl 0001 und so weiter, siehst du ja hier. So, jetzt machen wir uns das zunutze, indem wir das also als Bitfeld auswerten. Das heißt also, wenn alle 0 sind, dann ist nichts. Wenn dieses Bit hier gesetzt ist, dann ist es Sword. Wenn dieses hier gesetzt ist, dann ist es Pistol. Und wenn dieses hier gesetzt ist, dann ist es Gun. Und aus der Kombination dieser einzelnen Bits, wenn also alle Bits hier gesetzt sind, dann ist es alles. Damit das funktioniert, müssen wir darauf achten, dass hier die Schritte entsprechend eingehalten sind. Also man könnte nicht einfach hier Pistol eine 3 draus machen, weil das würde als Dualzahl dann eben das hier ergeben und dann funktioniert das Prinzip nicht mehr. Ja, kann ich nicht mehr eindeutig sagen, das ist gesetzt und das ist gesetzt und das ist gesetzt. Ne? Naja, und wenn man jetzt mehrere Werte hat, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also, dass das hier stimmt, das muss man genau gucken. Und um das zu vermeiden, diese Schwierigkeit, kann man das Ganze auch so machen. Ja, was passiert hier jetzt? Hier findet eine Bitverschiebung nach links statt. Wir hätten jetzt also hier bei Knife die 1. Das wäre also als Dualzahl 0001 ausgedrückt. Dieses gibt an, dass wir ein Bit verschieben wollen nach links und zwar um 0 Stellen. Das heißt also, der Wert bleibt so wie er ist. Da wird nichts verschoben. Jetzt haben wir hier eine 1 und da soll eine Bitverschiebung um 1 nach links stattfinden. Heißt also, die 1, die vorher das hier war, wird jetzt so. Dann haben wir hier eine 1, da soll eine Bitverschiebung um 2 nach links stattfinden. Heißt also, wir haben hier wieder die 1 und um 2 verschoben, dann haben wir das. Also man kann es so oder so deklarieren, entweder man achtet hier auf die Schritte oder man macht es so, da ist es ein bisschen übersichtlicher. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie setzt man sowas? Weil wenn es mehrere Werte zu setzen gibt, also man möchte jetzt zum Beispiel Messer und Pistole setzen, dann kann man ja nicht wie hier oben
einfach sagen, Player Weapon ist gleich Weapon.Pistol, weil man hat ja mehrere Werte. Da kommt jetzt die bitweise Oder-Verknüpfung ins Spiel, und zwar wird hier Weapon Multi.Knife und Weapon Multi.Pistol oder verknüpft. Das heißt also folgendes: Wir hätten jetzt hier im ersten Fall bei Knife 0001, im zweiten Fall, in der zweiten Zeile hier für Pistol 0100. Und wenn wir das jetzt bitweise verknüpfen mit oder, dann heißt das, dass also ein Bit gesetzt sein muss. Also entweder hier oben oder hier. Heißt also, hier ist 1, da ist 0 oder also 1. Dann 00, dann nicht. Dann 0 oder 1, also 1. Und jetzt haben wir ja also entsprechend das Feld 0101. Und das stellt jetzt eben diese beiden Werte dar. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie vergleichen wir das? Wir können jetzt nicht einfach hergehen und sagen, if weapon multi gleich weapon multi.knife. Also das würde nicht funktionieren, weil es kann ja sein, dass hier also mehrere gesetzt sind in dem Feld. Das heißt also, wir haben hier die Auswahl, dass eben Knife true ist und auch Sword und Gun in dem Fall. Das wäre jetzt eben hier der Wert für Knife. Und jetzt gucken wir mal, 1 und 1, stimmt, ist 1. So, 1, 0 nicht, 0, 0 nicht, 1, 0 nicht, einmal 0. Also das heißt, ja, die beiden hier sind gleich. Heißt also, dass das Messer gesetzt ist. Und dann kann man eben alternativ zu dieser Möglichkeit des Vergleichs dann eben auch noch die Methode hasFlag benutzen. Also von Ihnen die Methode hasFlag. Und wenn dann True zurückkommt, dann hat es das Flag. Also man kann sich das hier dann sparen. Ist ein bisschen einfacher vielleicht. Zum Schluss gucken wir uns noch kurz hier das Skript an, mit dem ich das hier Unity versucht habe darzustellen. Und das deckt sich im Grunde schon mit dem, was du gerade gesehen hast. Also ich habe hier GUI Layout Button verwendet, und wenn der gedrückt wird, dann wird hier in dem Fall also Knife, Pistol und Gun gesetzt. Und der Vergleich, das haben wir auch gerade schon angeguckt, wird dann entsprechend auf diese Art und Weise vorgenommen. Oder eben wie hier unten mit hasFlag. Gut, dann war's das für dieses Mal. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Und ich hoffe, du lässt mir vielleicht ein Like da und bist wieder mal dabei. Vielleicht lässt du ein Abo da, wäre schön. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.